Viele Kinder kamen jetzt in die Grundschule, wurden neu eingeschult, so auch mein Sohn. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir uns über eine Sache mal Gedanken machen. Jetzt sind unsere Kinder noch gesund. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine SBU, eine Schülerberufsunfähigkeit abschließe, versichere ich einen jungen Menschen und hoffentlich ein gesundes Kind. Der Gesundheitszustand wird in diesem Vertrag festgehalten. Und egal, welches Risiko später beruflich eingegangen wird, es wird immer dieses Risiko versichert sein, das der Schüler jetzt trägt, nämlich ein sehr geringes Versicherungsrisiko, denn Schüler ist natürlich nicht so risikobehaftet wie zum Beispiel Berufskletterer in Sachen Industrie, Gebäudewartung und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Solltest du jemanden so später versichern wollen, das kostet Hunderte von Euro, kaum finanzierbar. Und dein Kind jetzt als Schüler niedriges, geringstes Risiko in Sachen Versicherungen, sehr günstig. Da bist du mit 15 bis 20 Euro monatlich schon dabei und letztendlich profitiert dein Kind, weil es nach Schulaustritt, Start ins Berufsleben, diesen Vertrag mit diesem festgehaltenen Versicherungsrisiko der geringen Art übernehmen kann. Sehr kostengünstig, vor allem wenn später Risikoberufe im Fokus stehen. Und Risikoberufe in dem Bereich sind schnell eingegangen. Kaum versicherbar, wie gerade eben schon, Industriekletterer oder Wartung von Windanlagen. Man muss hoch hinaus. Oder Berufe in der Verteidigung, wie zum Beispiel Polizei, Bundeswehr, oder auch dort in dem Bereich Sanitäter etc. pp. Das Risiko ist hoch. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, den wir einfach nicht vergessen sollten. Wenn unsere Kinder jetzt gesund sind, muss das nicht so bleiben. Wenn zum Beispiel Diabetes hinzukommt oder andere vererbbare Krankheiten etc. pp. Oder wenn in der Historie der Familie schon immer wieder die gleichen Krankheiten aufgetaucht sind, ist unser Kind jetzt gesund und später eventuell krank. Und sollte es krank sein, gibt es eventuell keinen Versicherungsschutz mehr. Das heißt, später wird die finanzielle Situation eventuell nicht mehr tragbar sein. Das heißt, wenn jemand nicht versichert ist und später zum Beispiel aufgrund von Krankheit etc. pp. Nicht mehr arbeiten kann, kommt kein Einkommen mehr. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sein und jetzt schon erste Schritte ergreifen. Wir können jetzt kostengünstig versichern, wenn wir noch warten, wird es teurer. Oder es kommt zu Ausschlüssen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, an dieser Krankheit zu erkranken, ist hoch. Wir schließen das aus. Andere Bereiche sind versichert, aber das nicht mehr. Aber das ist ja genau der Bereich, den ich versichern möchte. Das heißt, es macht hier keinen Sinn, das auszuschließen. Ja, jetzt sind wir leider zu spät dran. Die Krankheit ist schon präsent und somit sagt der Versicherer, nur unter Ausschluss dieser Krankheit versichern wir. Ansonsten eben nicht. Und das müssen wir uns immer bewusst sein, dass es da natürlich zu Situationen kommen kann, dass unsere Kinder keinen Versicherungsschutz mehr bekommen. Man muss sich immer im Klaren sein, dass es jetzt sehr kostengünstig ist und später eventuell sehr teuer werden kann. Ich kann vorsorgen, indem ich es jetzt mache. Gesundes Kind, geringes Berufsunfähigkeitsrisiko und später kann es eventuell dann zu Krankheiten kommen oder zum Beispiel hohe berufliche Risiken eingehen und dann wird der Versicherungsschutz so teuer, dass er kaum bezahlbar ist. Also, lass dir einmal durch den Kopf gehen, beratschlage dich mit deinem Partner, deiner Partnerin. Ganz wichtig, dass man immer gemeinsam an einen Strang zieht und lass dich zur SBU, zur Schülerberufsunfähigkeit unbedingt beraten. Es ist unglaublich wichtig, dass unsere Kinder schon von vornherein einen guten Versicherungsschutz mit auf den Weg bekommen, den sie später kostengünstig übernehmen können. Mein Name ist Nikolai Kamp, ich bin Versicherungsmakler. Gerne könnt ihr auch mich befragen rund um das Thema SBU-Versicherung im Allgemeinen. Und gerne am Ende von diesem Video noch ein Like und Abo dalassen. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin, ciao, euer Nico.